Beim Spielen hoher Töne kommt man um Bilder nicht herum. Wenn du zum Beispiel hoch spielst, kommt man oft als Trompeter auf den Gedanken, wenn man beim Auto beschleunigt, trete ich aufs Gaspedal. Das heißt, beim Trompete spielen, da gebe ich auch richtig Power, richtig Dampf und letztendlich nehme ich viel Luft, damit ich eben nach oben komme. Doch wie viel Luft braucht man denn eigentlich bei höheren Tönen überhaupt? Letztendlich wird der Ansatzmuskel doch angespannt. Das heißt, die Öffnung wird doch kleiner. Das kann gar nicht mehr Luft sein. Das muss irgendwas anderes sein. Ich habe heute ein Bild für dich dabei, wo du eben herausfinden kannst, wie viel Luft du eigentlich für die Töne benötigst, die du da spielst. Ich habe hier ein Blatt Papier extra auf die Seite gelegt und ich brauche jetzt die Trompete in der einen Hand und das Blatt Papier auf der anderen. Wieso? Ich möchte euch veranschaulichen und das kannst du 1:1 zu Hause nachmachen, wie viel Luft benötigt man eigentlich für diese Töne. Ist es mehr Luft, dann schlägt das Blatt natürlich stark nach vorne aus. Ist es wenig, passiert hier vorne natürlich mit dem Papier auch sehr wenig bis gar nichts. Also wir probieren es mal aus und starten bei C2. Wichtig ist hier, nicht spielen, aufhören, pusten, weil hier wirst du dann hundertprozentig andere Luft benutzen. Mehr oder weniger. Das heißt, wir spielen und ziehen unsere Trompete weg. Und das, was unser Ansatz hier macht, das behalten wir bei. C2. G2. C3. Etwas weniger. Vor allem dann, wenn ich die Oktaven nebeneinander stelle, C2 auf C3, merke ich, das Blatt schlägt nicht mehr so extrem aus. Aber wenn ihr einen Spiegel habt, beziehungsweise zum Beispiel eine Kamera vor euch, dann könnt ihr auch hier sehen, der Ansatz ist stärker angespannt, aber es fließt insgesamt weniger Luft. Unten ist der Ansatz lockerer, es fließt insgesamt etwas mehr Luft. Nur mal diese Bewegung auf die Trompete übertragen. Ich mache den Ansatz enger und es geht nach oben. Ich mache den Ansatz lockerer, es geht nach unten. Aber ich habe nicht die Luftmenge jetzt erhöht bzw. abnehmen lassen, sondern ich habe eben die Ansatzmuskulatur angespannt. Was passiert dann im Körper? Der Luftdruck steigt. Und dieser höhere Luftdruck, der fließt über meine Lippen eben schneller. Eine höhere Frequenz kommt zustande mit der Anspannung in Kombination der Lippen und dadurch kommt die höhere Frequenz und ich habe höhere Töne auf der Trompete. Und das kannst du, und das haben wir auch schon oft gemacht, immer diese Oktavbindungen spielen. Das heißt, wir haben hier genau dieses. Und so wirst du merken, okay, ich mache einfach nur den Ansatz enger und die Frequenz geht nach oben. Wunderbar. Und jetzt kommt ein riesengroßer Effekt eben aus dieser Technik. Du merkst, du bindest in die Oktave, aber es ist nicht anstrengend, sondern dein Ansatz macht, whoop, nächster Halbton, whoop, nächster Halbton. Du wirst natürlich merken, dass es nach oben dünn wird vom Ton. Ich mache den Ansatz eben auch sehr, sehr fest. Das heißt, es fließt immer weniger Luft. Nach oben geht es zwar leicht, aber der Ton wird dünn. Aber wenn du da oben diese Frequenzen erreichst, dann wirst du irgendwann, das dauert nicht eine Ewigkeit, also keine Entwicklung über Jahre hinweg, sondern du wirst innerhalb von 1, 2, 3 Monaten merken, dass du deinen Ansatz so kräftigst, so beherrscht, dass du Frequenzen in dieser Lage wesentlich leichter erreichen kannst, weil einfach dieses Übermäßige an Anspannung, Luftdruck, Luftmenge wegfällt. Du machst den Ansatz und gehst eben in die Oktave. Nächster Halbton. Und so kannst du deine Höhe ausbauen. Das klingt jetzt relativ einfach, was es im Endeffekt auch ist. Aber natürlich weiß ich auch, dass man mental Blockaden hat. Man arbeitet dagegen. Der Hals kann auch eng werden. Pass immer auf solche Punkte auf und beobachte dich ganz genau, was in deinem Körper, mit deinem Körper beim Training eben solcher Übungen, solcher Techniken passiert. Pass auf, dass hier offen bleibt. Das passiert hier vorne, nicht im Hals. Unbedingt drauf aufpassen. Ich wünsche dir mit dieser Technik viel Erfolg und schreibe gerne in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert, welche Übungen du fürs Höhentraining benutzt und lass am Ende gerne von diesem Video ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao!
Euer Nico.